Hallo ihr Lieben, ich bin Patti und ich habe heute ein richtig spannendes Thema mitgebracht, was die Menschheit spaltet. Und zwar wird es ums Thema Stillen gehen. Um mein Breastfeeding Journey mit meiner Tochter und darum, was andere denken. Und ich werde auch auf eure Fragen eingehen, die waren sehr spezifisch und speziell zu unserer eigenen Story. Und ja, das machen wir jetzt. Ja. Ich habe super gerne gestillt und ich habe die Vorteile vom Stillen sehr genossen. Ich sehe darin auch nur unglaublich viele Vorteile. Es ist zum einen einfach und schnell. Ich habe die Freiheit überall und wann immer mein Kind zu füttern, vor allen Dingen in den ersten Monaten, wo es wirklich nur die Milch bekommt. Ich kann mein Kind damit beruhigen. Wir haben Nähe, wir können kuscheln, wir bonden miteinander und wenn das Kind krank ist, gibt es darüber Abwehrstoffe. Also das waren für mich so viele Vorteile und dann hat es auch sehr smooth bei uns geklappt, dass ich das ganze Aber nicht richtig verstanden habe. Okay, ich berichte mal von unserem Verlauf des Stillens. Also angefangen hat es natürlich direkt nach der Geburt. Ich glaube, das erste Mal stillen habe ich leider nicht mehr so richtig im Kopf. Für mich ist das allererste Mal stillen, wo ich im Krankenhausbett liege mit meiner Tochter neben mir und sie irgendwann angefangen hat zu schreien und ich überhaupt nicht wusste, was los ist. Ich habe mich nämlich in der Schwangerschaft nur mit der Geburt beschäftigt und überhaupt nicht mit dem, was danach kommt. Ich habe auf jeden Fall den roten Knopf gedrückt, das weiß ich noch, und dann kam diese heilige Krankenschwester irgendwann in diesen dunklen Raum rein. Es war nämlich schon spät abends oder nachts und hat diesen kleinen Kopf von meiner Tochter genommen und an meine Brust gedrückt und so startete für mich das Stillen mit meiner Tochter. Es hat super geklappt. Ich glaube, da habe ich sehr viel Glück gehabt. Es gibt zig Faktoren, warum es vielleicht am Anfang nicht klappt und das ist auch völlig normal. Das muss ich einspielen. Man muss sich aufeinander einspielen. Das kann die Form des Nippels sein, das kann aber auch das Trinkverhalten des Kindes sein und es kann noch ganz viel mehr sein. Und bei den meisten stellt sich das dann in den ersten Wochen super ein, dass das klappt. Und es gibt ja auch unglaublich viele Stillberatungen und Hilfestellungen, die man annehmen kann. Und ja, bei uns hat es auf jeden Fall richtig smooth geklappt und das hat mir den Einstieg natürlich voll erleichtert und ich habe es dadurch von Anfang an genießen können. Und ich habe es einfach so sehr geliebt. Ich weiß auch noch, wie ich zu Justus meinte, bitte halte das irgendwie in einem Foto fest. Ich habe diesen Blick am Anfang, diese kleinen, noch so verträumten Augen so geliebt, wenn sie einen dabei angeguckt haben oder versucht haben anzugucken. Und ich kann mich an dieses Foto, was ich da wollte, super krass erinnern. Und Justus hat davon auch ein Foto gemacht, aber wir haben dieses Foto nicht mehr gefunden. Aber in meinem Kopf hat sich dann genau diese Szene eingebrannt und das ist irgendwie richtig schön. Ich glaube, die ersten Wochen waren super smooth und so grob abgerissen war das auch die meiste Zeit alles easy. Ich habe sie zum Einschlafen auch gestillt. Ich habe sie gestillt, wenn sie Hunger hatte. Ich habe sie gestillt, wenn es ihr mal nicht gut ging. Also ich habe wirklich immer angelegt an die Brust und viel aus meinem Umfeld gehört. Ich soll doch gucken, dass das nur alle 4 Stunden ist. Da war die vielleicht eine Woche alt oder so. Und ich hatte einfach überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe zum Anfang mir übelst den Stress gemacht und immer auf die Uhr geguckt. Oh, bitte, du darfst noch nichts trinken wollen, weil wir müssen doch auf die 4 Stunden kommen. Und das ist völliger Bullshit im Nachhinein. Das ist ein großer Punkt, den ich beim zweiten Kind, ich bin übrigens schwanger, beim zweiten Kind anders machen möchte. Dass ich vor allem die ersten Wochen, wo ich das noch nicht so richtig auf dem Schirm habe und nicht so voll meinen eigenen Weg da gefunden habe, das würde ich auf jeden Fall anders machen und noch mehr die Brust geben. Weil die ersten 2, 3, 4 Wochen habe ich da irgendwie voll stark drauf gehört und dachte, das muss so. Aber es muss überhaupt nicht. Kinder haben gar nicht, diese Kleinen haben gar nicht die Kapazität im Magen für 4, 5 Stunden Milch aufzunehmen. Und der Magen ist noch so klein, sowas von ungedehnt, da passt nur eine kleine Menge an Milch rein und dann haben die halt auch ganz, ganz schnell wieder Hunger und das ist super wichtig, dass die diese Milch dann auch bekommen, einfach um die gut zu versorgen mit Nährstoffen und allem, was dieser kleine Körper zum Wachsen braucht. Und das war mir irgendwie überhaupt nicht bewusst und es tut mir auch im Nachhinein ein bisschen leid
und habe mir da unglaublichen Stress gemacht, mental. Für mich verlief das dann alles weiterhin, nachdem ich das für mich eingesehen habe, super entspannt, bis so rum zum ersten Geburtstag, wo dann die ersten Fragen kamen. Sag mal, du stillst noch? Stillst du immer noch? Also, wie lange willst du denn noch? Und das sieht doch komisch aus und das gab es bei uns früher nicht und mein Kind wollte nicht mehr. Oder, tja, wenn du immer noch stillst, dann gibst du dir nicht richtig Mühe beim Abstillen, dann willst du es gar nicht richtig. Und ich dachte mir so, ja, ich will es ja auch gar nicht. Was ist hier los? Warte doch mal kurz. Das waren so viele Informationen und egal wie stark ich selber war und überzeugt von meinen Ansichten, dass das super ist für dieses Kind, umso öfter ich das gehört habe oder wenn ich mal einen schlechten Tag hatte und mir das dann gesagt wurde, umso öfter habe ich drüber nachgedacht, was mache ich denn jetzt? Und was ist, wenn sie dann wirklich 5 Jahre lang an meiner Brust sein will und am liebsten würde ich ihr das geben, aber mit diesem sozialen Druck komme ich nicht klar. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe, aber die meisten in diesen westlichen Ländern stillen ihr Kind so im ersten Jahr ab oder sogar noch früher. Und normal ist es, ein menschliches Wesen zwischen 2,5 Jahren bis zu 7 Jahren zu stillen. Das ist natürlich einfach so gewesen, weil es früher nicht so viele Ersatzprodukte gab, um so ein Kind zu versorgen mit allem, was es braucht. Aber in den meisten Ländern dieser Welt ist das auch noch ein übelstes Luxusprodukt, Prämilch zu haben. Plus, Prämilch ist nicht Muttermilch, sondern halt ja trotzdem irgendwas künstlich hergestelltes und kann nicht zu 100% eine Muttermilch ersetzen. Punkt. Ich glaube, jetzt fühlen sich bestimmt voll viele Mamis angegriffen, die Prämilch geben oder sonst was. Und das möchte ich nicht sagen. Ich möchte nur meinen Standpunkt kurz verteidigen und festigen. Was ich hier vielleicht einmal sagen kann, ist, dass ich ja aus meiner Sicht spreche und diese Erfahrung gemacht habe als Mama, die gerne stillt und gerne so lange stillen möchte, wie es für Kind und Mama für beide Seiten gut ist. Und ich kenne aber auch ganz viele Mamis, die nicht konnten, die nicht wollten, für die es unpraktisch war. Und für diese Mamis habe ich auch voll die Akzeptanz. Also sag nichts, weil es mich nichts angeht, weil es deren Sache ist und weil sie das Beste für ihr Kind tun. Und ich wünsche mir, dass auch bei mir diese Grenze einfach gewahrt wird. Ich verstehe und sehe alle anderen Richtungen, die man mit dem Stillen gehen kann. Ich verstehe nur nicht, warum das immer so viele einlädt, ihren Senf dazu zu geben. Das ist, was ich sagen möchte. Auf jeden Fall habe ich die ganzen Vorteile des Stillens sehr genossen. Das Beruhigen, das Füttern, ohne zigtausend Produkte und Equipment bei mir zu haben, wann immer ich wollte, wann immer mein Kind wollte. Einfach, wenn das Kind krank war, die Abwehrstoffe über die Milch mit ins Kind rein zu bekommen, das Kind in den Schlaf zu bringen, das Kind zu beruhigen, zu kuscheln, Nähe zu haben, zu bonden. Diese ganzen Vorteile habe ich geliebt. Meine Tochter hat es auch unglaublich geliebt und ich glaube, das ist super natürlich. Und auch hier gilt, dass das alles natürlich auch auf einem anderen Weg möglich ist, aber für uns beide das einfach sehr schön und natürlich war. Was ich auch sagen kann, was ich irgendwie das Gefühl habe, gar nicht so mit vielen geteilt zu haben, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viele im Umfeld habe, die auch so lange gestillt haben, dass das nicht prozentual immer stetig einfach weniger wurde mit dem Stillen. Ich habe das Gefühl, so war das bei voll vielen, dass sie dann gemerkt haben, oh, jetzt wird es weniger und immer weniger und immer weniger. Und bei uns war das wirklich eher so. Also ich hatte Phasen, so ich glaube um den 6., 7., 8. Monat rum, wo Marisi zum Beispiel nicht mehr viel getrunken hat tagsüber, weil einfach alles so spannend war. Ich musste auch oft dann mit ihr in einen anderen Raum gehen, weil sobald irgendwo der kleinste Sound war, ist sie komplett abgelenkt gewesen. Und das ging bestimmt 1, 2 Monate. Und dann war das aber irgendwann zum Beispiel wieder vorbei. Dann war wieder so, okay, ja, da ist ein Geräusch, kenne ich jetzt, alles klar. Ich brauche jetzt hier mal die Bubi von meiner Mama. Und dann hat sie wieder viel getrunken. Dann gab es auch einfach in den Schüben oder Sprüngen, wie man das nennt,
immer wieder Phasen hatte ich das Gefühl, wo sie anhänglicher war, wo sie mehr trinken wollte. Also das war irgendwie nie, dass ich das Gefühl hatte, es wird stetig weniger, sondern immer mal mehr und dann mal wieder weniger und dann wieder mehr. Und ich fand auch, dass sich voll das Stillen verändert hat von dem Gefühl. Auf einmal, wo die dann natürlich mobiler wurden und selber ausdrücken konnten, was sie will, war das auf einmal ein ganz anderes Verhältnis miteinander. Vorher hatte ich nur dieses kleine Würmchen auf dem Arm und habe es angelegt, wenn es geschrien hat. Und jetzt am Ende war es so krass, dass sie das mir auch einfach sagen konnte. Das ist für voll viele ja auch ein Punkt, wo sie sagen, oh, ab dem Punkt will ich es nicht mehr. Aber eigentlich denke ich mir so, ist doch, also ob sie nun schreit und mit dir kommuniziert, dass sie trinken möchte oder er oder das Baby oder ob es dir sagt. Also es ist ja eigentlich schön, wenn sie dann auf einmal kommunizieren können und das macht keinen großen Unterschied. Aber für viele ist es, glaube ich, eine Grenze, zu sagen, nee, ab dann möchte ich nicht mehr. Wir haben so Sachen dann aber eingeführt, dass wir darum gebeten, dass sie mir nicht das T-Shirt runterreißt oder so, sondern dass sie es mir wirklich sagt und dann konnte sie wählen, welche Brust und so. Also das war irgendwie voll cool. Es war ein komplett anderes Stillen und es war auch manchmal voll lustig und ja, das war einfach, war schön. Manchmal war es dieses absolute in Mami reinsinken und pure Erleichterung und manchmal war es wirklich dann einfach, ach ja, das würde mir jetzt mal gut schmecken hier, da gehe ich mal ganz kurz snacken und dann auch wieder abgedampft. Also wo ich dann gemerkt habe, okay, das war jetzt, sie bräuchte es jetzt gerade nicht, aber es war irgendwie schön und ja, das hat sich auf jeden Fall stark verändert. Die Art und Weise des Trinkens, das Miteinander und ich finde es irgendwie richtig cool, dass ich das beides so miterlebt habe. Diese Anfangszeit und jetzt auch die Zeit, wo sie so mobil war und wo sie dann auf einmal auch sprechen konnte und richtig mit mir das kommuniziert hat. Dann gab es aber eine Phase, wo ich richtig traurig war drüber. Also aus dem Umfeld kam halt immer mal wieder so ein schon wieder trinken. Also von manchen auch voll lustig gemeint und so. Aber ich hatte dann auch mit Marisi eine Phase, wo ich gemerkt habe, dass sie mich so angeguckt hat. Darf ich, Mama? Die hat sich überhaupt nicht getraut zu fragen, weil einfach sie das ja mitbekommen hat. Sie hat das verstanden und ich fand das richtig traurig. Ich habe dann mit ihr geredet, also natürlich nicht ohne Anführungsstriche, und ihr erklärt, dass sie das kann, dass sie mich einfach nur fragen muss und dass das eine Sache zwischen ihr und mir ist und dass das voll okay ist, wenn sie bei mir trinkt. Ja, das hat mich irgendwie richtig traurig gemacht, weil das ja so ein intimes Ding zwischen uns war und sie auf einmal Sorge hatte. Ja, ich glaube, da hinzu kam auch, dass das war um die Phase, wo ich so lange krank war und ich selber sehr erschöpft war und angestrengt und dann selber manchmal dachte, uff, und auch das kriegt sie ja mit, wenn ich symbolisiere, oh, ich habe darauf jetzt gerade keine Lust oder ich kann es gerade nicht. Ja, also das war so eine Komponente aus, ich habe ihr das symbolisiert, plus das Umfeld auch. Und es tat mir irgendwie richtig leid. Auch wenn ich weiß, dass auch aus dem Umfeld das niemand böse meinte, sondern eher, dass darum ging, wie es mir geht und so. Das ist vielleicht noch eine Sache. Wenn Marisi krank war oder so und viel getrunken hat, hat es an meinen Kapazitäten natürlich auch gesaugt, geschlaucht, wie auch immer. Meistens war ich ja dann auch krank und das war irgendwie anstrengend. Aber ich kann irgendwie nicht sagen, ich habe mit meinem Gyn geredet, dass das jetzt unbedingt vom Stillen kam. Natürlich brauche ich mehr Energie dafür. Und wenn man krank ist, ist alles anstrengend mit Kind. Also daher, ja. Und ich habe noch gestillt, als ich schwanger war, die ersten Wochen. Habe das Blutbild bekommen gestern und die Hebamme meinte zu mir, dass mein Blutbild außerordentlich gut ist und sie sowas nicht kennt von Mamis, die so lange stillen, dass da meistens irgendwelche Mangel sind. Und ich dachte mir so, das hat mich irgendwie nochmal voll bestärkt in dem Ganzen. Ein großer Punkt war, warum ich auch immer wieder mit dem Stillen gehadert habe, war, dass unsere Nächte so unglaublich lange durchwachsen waren. Also ich habe Marisi
ja auch nachts gestillt und das war das erste Jahr, das erste 1,5 Jahr auch voll okay, weil für mich das irgendwie easy war. Sie schläft bei uns mit im Bett, sie trinkt und wir beide schlafen dabei wieder ein. Und das war irgendwie das war nicht anstrengend, das war super entspannt, weil wir dadurch eigentlich fast durchgeschlafen haben mit diesen kleinen Unterbrechungen, dass sie aufwacht. Aber dann irgendwann, wo sie so mobil wurde, lag sie dann beim Stillen nachts immer auch mit drauf und das wurde super anstrengend und dann war ich manchmal so lange wach. Ich habe einfach fast 1,5 Jahre, 18 Monate lang keine einzige Nacht durchgeschlafen. Also 3-4 Mal hat sie getrunken und das hat echt gezerrt. Das Ding, ich habe es ab und zu probiert, nachts nicht zu stillen. Und es endete einfach im Chaos. Und dann habe ich tatsächlich mich mal einer Schlafberatung gewidmet. Und die war super bedürfnisorientiert und liebevoll. Und mit der haben wir ein paar Sachen umgestellt. Also zum Beispiel, dass ich Marisi ins Bad, also wir gehen ins Bad, dann stille ich und dann ist das Stillen losgelöst vom Schlafen, weil dann entweder Justus oder ich noch ein Buch mit ihr angucken und sie dann ins Bett bringen. Das haben wir umgestellt und dann habe ich halt 5 Tage, ich habe dann gesagt, okay, ich probiere es noch einmal mit dem nachts nicht stillen, weil ich einfach nicht mehr kann, weil mich die Nächte so schlauchen. Und sie hat mir ein paar tolle Tipps mitgegeben, einfach dieses unglaubliche Begleiten, weil ich hatte einfach solche Angst, dieses Kind schreien zu lassen. Das hat mich einfach mental fertig gemacht, der Gedanke. Und auch der Gedanke, was ist, wenn das nachts Abstillen nicht hilft und wir dann einfach jede Nacht ein waches Kind haben. Weil das habe ich von anderen gehört. Entweder es hat geklappt und das Kind hat durchgeschlafen oder das Kind hat das überhaupt nicht interessiert und es war dann wach. Ja, deswegen, ich habe dann aber gesagt, okay, ich kann nicht mehr. Wir probieren das. Und sie hat gesagt, ich soll mit ihr reden, ich soll ihr das vorher erklären. Am Abend davor, dass es nachts nichts mehr an der Brust gibt, erst am nächsten Tag. Und wenn sie dann nachts aufwacht, komplett für sie da sein, mit ihr reden, ihr sagen, dass sie keine Angst haben braucht, weil ich bin direkt neben ihr, ich bin für sie da, ich passe auf sie auf. Ich weiß, es ist dunkel, ich weiß, du bist gerade aufgewacht, hast vielleicht schlecht geträumt, was auch immer, dir ist zu warm, zu kalt. Also einfach alles Mögliche mit diesem Kind besprechen. Und uns hat am meisten dann geholfen, ihr zu sagen, dass wir für sie da sind. Und wir haben ihr dann Geschichten erzählt, was ja ab dem Alter, so 18 Monate, hat sie absolut abgelenkt und sie ist sofort wieder eingeschlafen. Das war 4-5 Nächte anstrengend und seitdem hat sie immer durchgeschlafen bis 5 Uhr. Und ab 5 Uhr war dann Brust bitte trinken und danach war sie wach. Das war ein großer Wendepunkt bei uns im Stillen, dass ich nachts nicht mehr gestillt habe. Und dann dachte ich, ja, aber wann stille ich denn tagsüber? Weil tagsüber habe ich kaum noch gestillt. Aber es hat sich ein bisschen verlagert auf den Tag. Sie wollte dann tagsüber schon wieder mehr trinken und einfach das, glaube ich, ausgleichen. Und das war für mich voll okay, weil die Nächte einfach so viel entspannter waren. So, und ich glaube, ein richtig großer Punkt, der wird bestimmt noch mal in den Fragen kommen, ist, warum ich denn jetzt aufgehört habe mit dem Stillen. Und wie lange ich insgesamt gestillt habe. Also ich habe insgesamt jetzt 23 Monate gestillt, ein bisschen mehr. Und ich habe dann so gedacht, oh komm, die 24 machen wir noch voll, um das zu sagen zu können. Ich habe sie 2 Jahre lang gestillt. Aber ich dachte mir, ich verpasse hier gerade den perfektesten Moment, den wir je hatten. Das ist nämlich auch so ein Ding. Voll oft kriege ich so Nachrichten, oh, mein Kind hängt immer an meiner Brust, auch mit dem Einschlafstillen. Ich habe das zum Beispiel auch probiert, sie manchmal von dem Einschlafstillen abzugewöhnen. Es hat nicht funktioniert, weil in diesem Moment, wo sie dieses Einschlafstillen so gebraucht hat, hat sie es eben gebraucht und alles andere war Chaos. Also war das für mich richtig cool, immer wieder zu sehen, dass sich das meiste fügt und von alleine kommt. Und so war es auch jetzt am Ende. Ich glaube, so vor 2,5 Monaten hatten wir noch mal eine übelste Phase, wo auch Justus meinte, das wird wahrscheinlich nie aufhören mit dem Stillen. Und du sie, sobald sie mich gesehen hat, sie kam von der Oma nach Hause, sobald sie mich sah, Mama! Und dann Brust, Brust und sofort rauf und sonst geschrien. Und also das war echt, wo ich dachte, okay, das wird definitiv nicht aufhören in nächster Zukunft. Und dann hatte sie so ein bisschen sowas wie Hand, Mund, Fuß und hat kaum getrunken. Und hatte dann aber irgendwie so einen komischen Spleen auch zu lachen, wenn sie an meine Brust wollte. So, ich kann es mir gar nicht erklären. Ich kann ja nicht komplett in ihr reingucken und komplett erklären kann sie sich mir auch noch nicht. Hat immer meinen Nippel nur angeguckt und gelacht und dann aber so den Kopf geschüttelt.
Und dann dachte ich so, hä? Das kann sein, dass sich das deckt mit meiner Anfangs-Schwangerschaftszeit. Und man sagt ja, dass das dann manchmal den Kindern nicht mehr schmeckt oder sonst irgendwas. Das war auf jeden Fall richtig strange. Und dann dachte ich, okay. Dann hat sie irgendwann nicht mehr diese Hand-Mund-Fuß-Sache gehabt, hat sie nicht mehr getrunken. Und dann gab es immer wieder diese Momente, wo sie ran wollte und dann aber wie gelacht hat und den Kopf geschüttelt hat. Und nein, 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 haha. Und dann dachte ich so, hä? Irgendwie richtig verrückt. Naja, auf jeden Fall fing es da so an, dass sie nicht mehr so oft an der Brust war. Und dann war ich 3 Tage lang das erste Mal über Nacht weg auf der FIBO. Und ich wusste, dass das ohne klappen wird. Ich wusste, dass es klappen wird, weil ich einfach ja schon immer die Tage habe, wo Marisa bei der Oma ist. Und wenn ich nicht da bin, weiß sie auch, dass es keine Brust gibt. Ich glaube, davor haben voll viele Angst, auch wenn sie ihr Kind in die Kita geben, dass sie dann abgestillt haben müssen. Aber die checken relativ schnell, die sind so schlau, diese Wesen, dass, wenn Mama nicht da ist, es auch keine Brust gibt. Und das war bei uns auf jeden Fall so der Fall. Und danach war es aber noch weniger. Ich habe nämlich immer Marisi das letzte halbe Jahr ungefähr, haben wir sie gebadet oder wir waren im Bad. Dann habe ich sie gestillt und dann hat entweder Justus oder ich mit ihr noch ein Buch angeguckt und sie dann ins Bett gebracht. Also irgendwann war dieses Stillen vom Einschlafen abgekoppelt. Das hat sich auch irgendwann ergeben. Und dann nach diesen 3 Tagen, wo ich weg war, war für sie das auch nicht mehr ganz so wichtig mit dem abends nochmal stillen. Das war dann nur ab und zu, wenn sie mal Lust und Laune darauf hatte. Und dann habe ich sie auch noch früh morgens gestillt. Okay, und zum Ende hin habe ich gesagt, als ich dann auch wusste, dass ich schwanger bin, habe ich überlegt, okay, will ich das gleichzeitig mit dem Stillen? Beide Kinder. Und ich musste da richtig ehrlich zu mir selbst sein, dass ich nicht weiß, ob ich das gewuppt bekommen hätte. Plus weiß ich nicht, wie gut das für Marisi gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob sie das gerne geteilt hätte. Und diesen Konflikt, der wäre von Tag 0, Tag 1, wenn das zweite Kind da gewesen wäre, da. Weiß ich nicht, ob ich diesen extra Konflikt haben hätte wollen. Und da Marisi super doll auf mich fixiert ist, dachte ich so, also das will ich unserer gesamten Familie nicht antun. Plus, es fing an, dass Marisi dann ja selber immer gesagt hat, so ein bisschen gelacht hat, wenn sie meine Brust gesehen hat und es irgendwie, hatte ich das Gefühl, nicht mehr wollte und dann auch nicht getrunken hat und sofort wieder abgedockt hat und dann manchmal nur noch so 5 Sekunden dran war. Und es wurde immer mehr, dass sie dann manchmal wirklich nur so, ach ja, ist ja abends, gib mir mal kurz die Brust, dann 5 Sekunden dran und dann abgedockt eingeschlafen. Und ich dachte so, wow, okay, krass. Und auf so einen Punkt habe ich dann, als ich wusste, dass ich schwanger bin, eigentlich gewartet. Nachdem ich entschieden habe, ich möchte nicht beide Kinder gleichzeitig stillen. Weil ich wusste, es gibt ja immer diese Phasen bei uns, wo sie mehr oder weniger trinkt. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, hier ist der Punkt, wo das für sie der einfachste Moment ist, dass wir das ganze Ding cutten, wie auch immer. Und ich selber auch an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, irgendwie fühlt es sich nicht mehr angenehm an. Das kam auch mit der Schwangerschaft, also dass meine Nippel irgendwie sensibler waren und das jedes Mal echt unangenehm war, was es die gesamte Zeit nicht war. Und ich dachte so, ich will, dass das für uns beide schön in Erinnerung bleibt und ich nicht jetzt am Ende dann irgendwie voll genervt bin, nur um es durchzuziehen und zu sagen, ich habe so und so lange gestillt. Dann waren wir im Urlaub mit meinen Schwiegereltern und ich dachte so, ja, ich mache das dann, wenn ich zu Hause bin. Ich kann doch jetzt nicht im Urlaub, wo das den meisten Kindern ja irgendwie dann noch wichtiger ist, eine Routine zu haben oder was Bekanntes zu haben, das wegzulassen. Aber nach einer Nacht habe ich so gemerkt, sie ist auch hier so gut abgelenkt und irgendwie, sie will es überhaupt nicht. Und dann habe ich ihr das einfach abends erklärt und gesagt, pass auf, Marisi, ich glaube, es ist einfach gut für uns beide, wenn wir jetzt sagen, dass wir eine schöne Zeit miteinander hatten. Also irgendwas habe ich da erzählt und dass es jetzt vorbei ist und dass das jetzt das letzte Mal sein wird, dass sie die Brust bekommt und dass es auch heute Nacht nichts gibt und auch ab morgen früh gar nichts mehr gibt. Das hat geklappt. Sie hat dann richtig lange, ich habe eben gesagt, sie hat nur noch 5 Sekunden oder so getrunken, bestimmt 15 Minuten, 20 Minuten an meiner Brust gehangen. Das war wie so ein Abschiedstrinken. Wir haben übelst gekuschelt aufeinander und das war richtig schön und dann war es das.
Marisi hat ganz gut reagiert. Sie hat nicht einmal seit diesen 2-3 Wochen jetzt deswegen geweint. Sie fragt aus Routine manchmal. Oder wenn sie den Bereich sieht oder anfasst, fragt sie Brust, trinken. Dann sage ich, dass wir das doch nicht mehr machen. Und dann ist es auch gut. Also für mich ist das das Smootheste, was ich mir hätte vorstellen können. Ich meine, noch krasser ist es, wenn das Kind von alleine sagt, du Mami, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich hätte es mir besser nicht vorstellen können. Und that's it. Wow, ich habe irgendwie das Gefühl heute, ich habe mir das versucht übrigens ein bisschen zu gliedern, dass ich das nicht so smooth zusammengefasst gekriegt habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was soll's. Ich gehe jetzt mal hier noch auf eure Fragen ein. Bin völlig außer Atem. Das habe ich ja eben schon gesagt. Wie hat M darauf reagiert? Hast du sie irgendwie darauf vorbereitet? Also wie gesagt, ich habe den perfektesten Zeitpunkt, glaube ich, erwischt, den ich mir vorstellen konnte. Habe es ihr vorher ein bisschen erklärt und reagiert hat sie mit noch einmal lange trinken und dann ab und zu fragen. Also sie hat auch heute oder war es gestern Abend nochmal danach gefragt. Aber ich glaube, das muss ich jetzt so ein bisschen verinnerlichen, dass das vorbei ist und das ist ja auch eine Gewohnheit, das so zu fragen. Und ich habe gehört, also so Sachen wie zum Beispiel abstillen oder das Kind in ein anderes Zimmer zu packen, keine Ahnung, wie man das nennt, bevor das zweite Baby kommt, sollte mindestens 3 Monate vorher geschehen, weil so 3 Monate das sind, was sie dann brauchen, um das zu verinnerlichen. Und wir haben jetzt noch 4, 5, 6. Also wir hätten dann fast 7 Monate Vorlaufzeit. Das finde ich ganz gut. Woher wusstest du, dass es der richtige Zeitpunkt ist? Fällt mir so schwer, das letzte Mal zu stillen. Dann ist es auf jeden Fall noch nicht der richtige Zeitpunkt. Weil mir fiel es dann auf einmal gar nicht mehr schwer und ich habe gedacht, oh, das muss mir doch jetzt richtig schwer fallen. Aber es fiel mir irgendwie nicht schwer, weil es sich einfach so richtig angefühlt hat. Also wirklich dieser Gedankengang auch so, oh, ich würde eigentlich gerne das noch bis 2 ziehen, aber jetzt ist es doch richtig, war für mich so dieser Punkt, okay, hier geht es jetzt gerade nicht um dich und was du irgendwem erzählen kannst, sondern es geht darum, was für deine Tochter gut ist und für dich selbst und das ist jetzt und deswegen wusste ich das. Habt ihr nachts oder tagsüber angefangen abzustillen? Habe ich vorhin ja schon mal gesagt, wir haben nachts angefangen abzustillen, einfach weil das für mich so anstrengend war. Also ich habe nachts einfach nicht mehr gestillt und das war 5 Tage anstrengend, Nächte und dann ging's. Hier, lässt du natürlich abstillen oder stillst du von dir aus ab? Das ist jetzt die Frage. Ich wollte es halt immer so natürlich wie möglich. Das kann man, glaube ich, sehen, wie man will. Für mich klingt es natürlich, dass wir beide da jetzt nicht den Drang hatten, weiter zu stillen, weil sie hat es ja irgendwie auch nicht richtig mehr. Und ich glaube, wie gesagt, es gab ja immer diese Phasen. Es hätte jetzt bestimmt irgendwann auch Phasen gegeben, wo, oder es kommt vielleicht auch noch mal, weiß ich nicht, wo sie es wieder wollen würde oder hätte mehr gewollt. Aber aufgrund dessen, dass ich schwanger bin und mir das gerade nicht vorstellen konnte, beide zu stillen, was ich grundsätzlich nicht schlimm fand. Hätte ich gesagt, wir packen das und für uns ist es gut, als Familie weiter zu stillen, dann hätte ich auch beide Kinder gestillt, egal was da draußen irgendwer zu mir gesagt hätte. Also Mamis, falls ihr 2 Kinder stillt, do it, do it. Und falls gar nicht, do it. Hat M einen Schnuller, eine Alternative zum Stillen? Marisi hat fast nie einen Schnuller genommen. Im ersten Jahr hatte sie immer mal wieder Phasen, wo wir den in sie reinbekommen haben, weil man natürlich zum Schnuller wird. Aber das sind auch wieder so Ansichtssachen. Also so ein Schnuller ist ja nur so ein Ersatz für die Brust, weil einfach Saugen das ist, womit Kinder sich runterregulieren können und entspannen. Und das ist super, wenn ein Kind einen Schnuller nimmt, aber wenn es das nicht nimmt, das war sehr anstrengend. Und als sie dann rund um den ersten Geburtstag wieder mal den Schnuller abgelehnt hat und wochenlang nicht genommen hat, habe ich gesagt, okay, sie ist jetzt 1, ich werde jetzt nicht nochmal anfangen, mit ihr einen Schnuller zu nutzen. Also sie hat jetzt auch keinen. Wie hast du begonnen, nachts zu reduzieren? Welche Alternativen haben funktioniert? Das habe ich auch schon gesagt. Ich habe dann einen kompletten Cut gemacht nachts und sie begleitet. Und mir das selber vorher nochmal voll eingebläut, wie ich dann mit ihr nachts rede, ohne genervt zu sein oder selber irgendwie die Nerven zu verlieren. Wie bringst du M ohne Stillen ins Bett? Das ging ewig lang nicht und ich habe immer mal wieder getestet, ob es ohne Stillen geht und das ging meistens nie. Und ab irgendeinem Punkt von ganz allein ist sie dann einfach beim Stillen nicht mehr eingeschlafen. Und dann haben wir dann mit der Schlafberatung das irgendwann sogar noch ein Stück weiter vom Schlafen abgekoppelt, indem wir erst gestillt haben im Sitzen und dann das Buch vorgelesen haben und dann erst geschlafen. Also no stress, auch das kommt irgendwann. Und wann
weiß auch nicht dein Kind, das fühlt es dann einfach. Hast du nach dem Abstillen noch abgepumpt? Nein. Meine Brüste waren, glaube ich, da war nicht mehr viel drin und ich glaube auch, dass nicht mehr viel kam. Schon währenddessen Marie sie getrunken hat, vielleicht hat sie auch deswegen manchmal gelacht. Also ich hatte weder feste Brüste, noch sonst irgendwas. Ich hatte einen ganz kleinen Milchgrind auf meinen Nippeln. Das Milchgrind, keine Ahnung, was ich dann abgewaschen habe, wo ich gemerkt habe, also ein bisschen muss da noch was gewesen sein, aber sie sind weder voll noch fest geworden. War es emotional hart für dich? Es war super emotional für mich, aber es war nicht hart. Wie gesagt, es war für sie und für mich ein perfekter Punkt und ging's. Und auf das habe ich gewartet und gehofft und bin so froh, dass ich mir habe nichts einreden lassen. Du hattest doch schon mal abgestillt, oder nicht? Ich glaube, damit habe ich so viele Leute verwirrt und ich möchte das hier nochmal kurz klarstellen. Voll viele haben, glaube ich, irgendwie auch, denen habe ich Nachrichten bekommen, ja, dir fiel es doch so schwer mit dem Abstillen, es hat doch nicht funktioniert. Also ich wollte nie abstillen. Ich wollte einfach nur, dass unsere Nächte besser werden. Und mein großes Problem war der Schlafmangel, der mir einfach zugesetzt hat. Und das war der Punkt, wo ich dann nachts nicht mehr gestillt habe. Ich glaube, das haben voll viele verwechselt. Und jetzt habe ich abgestillt. Kurz vorm 2. Lebensjahr. Wie oft hast du noch gestillt, als M über ein Jahr war? Gab es Regeln, zum Beispiel feste Uhrzeiten, nur zu Hause? Also grundsätzlich habe ich ihr relativ viel freie Wahl gelassen. Ich habe geguckt, wenn möglich, also wenn sie jetzt Anzeichen gemacht hat, dass sie aus Langeweile jetzt trinken will, habe ich geguckt, ob wir irgendwas anderes machen können und ob sie das gerade wirklich braucht. Das ist so eine Sache, die ich ab und zu geguckt habe, wo ich so gedacht habe, okay, ich habe mich jetzt hier gerade hingesetzt und du denkst, jetzt wird gestillt. Weil das war auch voll so ein Ding, so dieses, ich setze mich hin, oh, da kann ich ja mal andocken bei Mama. Wenn sie gerade nichts super Spannendes zu tun hatte, dann kam sie gern zu mir und wollte trinken. Da habe ich ab und zu geguckt, dass wir irgendwie was Spannendes dann machen. Und es hat meistens auch geklappt. Es gab fast immer, wenn ich dabei war, vor dem Mittagsschlaf und vorm Abend was zu trinken. Und dann wirklich zwischendrin ganz variabel, wenn sie wirklich eine harte Zeit hatte, wenn sie irgendwie nicht gut drauf war, wenn sie sich wehgetan hat oder so. Da habe ich dann nicht gesagt, halt, stopp. Habt ihr es gemacht, wenn du mal abends länger weg sein wolltest? Stillen, schlafen. Also zum Anfang war ich abends nicht viel weg oder ich war weg, nachdem sie geschlafen hat. Aber zum Anfang ist sie auch noch voll oft aufgewacht, so alle 2 Stunden, 3 Stunden. Das ging nicht so gut, aber ich glaube, so das letzte halbe Jahr hat sie dann meistens immer bis 1 oder 2 geschlafen und dann konnte ich gehen. Und die letzten 3 Monate war das auch okay, wenn ich nicht da war und Justus sie ins Bett gebracht hat oder sie bei der Oma geschlafen hat, weil ich ja nachts nicht mehr gestillt habe. Und dann konnte ich auch abends weggehen oder nachmittags, ohne pünktlich zum Schlafen meiner Tochter wieder da sein zu müssen, weil es auch ohne ging. Was würdest du im Nachhinein anders machen, früher ändern? Also ich werde beim zweiten Kind, glaube ich, intuitiver noch stillen, vor allen Dingen von Anfang an. Ich werde gucken, wie das Schlafverhalten ist des Kindes. Und ich glaube, früher mich trauen zu sagen, sobald das Kind alt genug ist und das nicht nur als Nahrungsquelle sieht, zu gucken, dass man nachts das irgendwie reduziert, weil uns das einfach als Familie super viel Energie gegeben hat. Und mit 2 Kindern, glaube ich, werde ich diesmal auch mehr abpumpen, sodass auch Justus per Flasche, wenn das Kind es nimmt, das was geben kann. Das haben wir nämlich nie gemacht. Ich habe nur abgepumpt, wenn ich mal unterwegs war und Milchstau hätte kommen können oder sowas. Oder für Milchmutterschmuck, was ich immer noch im Gefrierer habe und noch nicht weggefickt habe. Ja, das werde ich, glaube ich, anders machen. Schläft M jetzt länger als 5 Uhr? Yes! Leute, seit 2 Wochen, ich habe abgestellt, schläft das Kind bis 7. Jetzt die letzten 2 Tage nur bis 6, das ist ein bisschen schade. Aber sie war ja immer um 5 Uhr wach und wollte trinken und war dann auch wach. Und jetzt schläft sie manchmal bis 7. Sie hat auch schon einmal bis kurz vor 8 geschlafen. Das ist life-changing. Wie hast du auf Kommentare reagiert bezüglich langem Stillen? Wie am besten kontern? Ja, das ist die Sache. Ich kann nicht kontern. Ich fühle mich unglaublich unwohl in dieser Situation. Ich würde am liebsten irgendwas sagen, um mich zu verteidigen, um für meine Tochter einzustehen. Aber meistens habe ich das Gefühl, dass ich dann dem Gegenüber
ungerecht bin und sage einfach meistens nichts und mir fallen dann später Sachen ein. Bin richtig schlecht da drin. Ich kann es nicht. Was denkst du über Muttermilchschmuck? So als Erinnerung an die tolle Zeit. Will ich unbedingt machen. Ich habe ja da auch schon mal einen Aufruf gemacht und habe von voll vielen Tipps bekommen, wo sie bestellt haben. Und mir hat eigentlich nur eine Seite gefallen. Und die Seite kostet mich so ein Schmuckstück 1000 irgendwas. Weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ob ich das dann so lange trage. Das war das kleine Q&A am Ende. Ich hoffe, ihr kriegt das schön für euch zusammengeschnitten. Wie ihr seht, meine Gedanken sind zu dem Thema auch wild. Richtig wild. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was eure Erfahrungen so sind. Ob ihr lange gestillt habt, ob ihr nicht gestillt habt. Wie gesagt, wenn ihr nicht gestillt habt, hoffe ich, dass ich das ordentlich formuliert habe, dass ihr euch nicht angegriffen gefühlt habt von dem Ganzen, weil ich das auch voll okay finde. Und ich lasse euch damit in Ruhe. Also das ist nicht so, das meine ich ernst. Wenn Mamis nicht lange stillen, lasse ich die voll damit in Ruhe, weil ich das voll akzeptiere. Und das meine ich komplett ehrlich. Ich habe andersrum das einfach so schmerzhaft manchmal empfunden, dass ich einfach weiß, jede Mama geht da ihren Weg. Und das ist einfach nur anstrengend, wenn man da andauernd reingeredet wird bekommt. Okay, gut. Ja, lasst es mich wissen, wie lange ihr eure Kiddies gestillt habt. Ob ihr eure zweiten Kinder gleichzeitig mit dem ersten gestillt habt, etc. I'm so excited. Ich tausche mich gerne darüber aus. Gut, dann steht hier noch was auf meiner Liste. Nö. Hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Daumen nach oben und so weiter. Ciao!